Grüßt euch Leute, das ist jetzt erstmal hier auf Server 41 in der erste Legi-Run, den ich gemacht habe mit Pilzen. Ich habe jetzt 453 Pilze ausgegeben in diesem Run. Muss ich sagen, ich habe anfangs immer 20% aufgefüllt, bis ich gemerkt habe, dass es halt gar nichts bringt irgendwie. Hab dann die 100er genommen und erst ab Etage oder ja, Etage 75 von 100 bin ich wieder auf die 20% gestoßen wegen dieser Rune hier, die ich bekommen habe. Ich weiß gar nicht, wie viele Runen es insgesamt gibt, das habe ich mir nicht angeguckt. Es ist ja wohl random. Man kriegt eine Auswahl von 3. Welche 3 wann passieren sollen, soweit ich weiß, Random-Faktor sein im Spiel. Die erste Rune, also da hatte ich irgendwie gefühlt gar keine, die ich nice fand. Increase the chance of keys from fights by 10%. Chance of Double Lock Doors. Tatsächlich, nachdem ich die Rune drin hatte, hatte ich erstmal mega viele Double Lock Doors. Wo natürlich die Rune gut ist, wenn man beim Schlüsselmacher halt natürlich die One-Hit-Wonder kauft. Hatte schon auch das Gefühl, ist ja auch so, dass weniger Schlüssel gedroppt waren vorher als sonst. Mit dieser Rune wurde es ein bisschen besser. Dann hatte ich die Sapphire of the Misadventure bekommen. Fear Curse Door Spawn, increase the chance of curse from fights by 10%. Habe ich jetzt ja nicht wirklich gemerkt, dass das jetzt viel gebracht hat. Ich habe aber auch den Disadvantage nicht gemerkt. Das war dann so eine, auch, wo ich sage, dass die anderen zur Auswahl stehenden nicht so nice waren. Cursed Moonstone habe ich dann bekommen. Increase the chance of successful escapes from fights by 20%. Heißt höhere Fluchtrate. Increase the duration of curses by 1. Der Disadvantage ist tatsächlich auch zu vernachlässigen, weil man das halt ausspielen kann, wenn man jetzt einen Curse hat auf seinem, zum Beispiel Gift, vergiftet werden oder so. Dann spielt man das halt aus. Ja, dann lässt man sich sterben und spielt dann halt weiter. Dann ist der Curse ja weg. Ist auf jeden Fall ein sehr nicer Stein, wie ich finde, denn mit dieser erhöhten Fluchtchance, also ich habe es jetzt wie gesagt ja nur diesen einen Run gemacht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Fluchtchance vielleicht sogar ein bisschen niedriger war als zu Beginn. Also wenn man diese Runde nicht hat, als zu den anderen Legi-Dungeons, weil durch diesen Bonus werden wir entweder auf diese Chance kommen, die wir hatten, oder ein bisschen höher. Es wäre jetzt unlike für Player, wenn sie gesagt hätten, wir belassen die Fluchtchance so, wie sie ist im Kampf und kriegen dann noch einen Bonus rein durch diesen Moonstone. Ich denke, dass mit dem Moonstone-Bonus es ungefähr so war, wie es vorher war. So konnte man aber tatsächlich ab Etage 75, wo man ja eigentlich keine Fights mehr macht, doch häufiger ausweichen. Und da bin ich dann natürlich nur auf die 20% gegangen. Kann man jetzt streiten, ob das so clever ist. Aber ich denke, wenn man diese Rune hat, kann man auch mit den 20% arbeiten. Ansonsten halt immer Full Life. Ja, jetzt stehe ich da. Jetzt habe ich gerade im letzten Raum nochmal den One-Hit-Wonder bekommen in der Kiste. Ich habe auch noch 9 Schlüssel übrig. Ein bisschen zu viel. Also, ja, man kann da sicherlich auch ein bisschen weniger Pilze ausgeben. Aber es ist halt, und da kommen wir jetzt mal zum Fazit nach den ersten Eindruck. Ohne diese Boni gefühlt schwieriger, das Flüchten aus meiner Sicht. Bin mir auch nicht ganz sicher, ob die Schadenswerte 1:1 die gleichen sind. Das Curse-System ist so geblieben, das finde ich okay. Dass ein Schlüsselmacher einmal festgelegt ist pro Etage war ja eigentlich ähnlich. Ich hatte zwar manchmal das Gefühl, dass man auch in einer Etappe zweimal den Schlüsselmacher kriegen konnte. An manchen Versuchen hatte ich aber das Gefühl, dass man den nicht mehr insgesamt 4-mal bekommen hat. Also das ist okay, dass es festgelegt ist. Design ist sehr nice. Auch mit diesen Runen ist es sehr nice umgesetzt. Spielerisch hat man natürlich höhere taktische Möglichkeiten dadurch. Aber der RNG-Faktor kann es leider halt zerstören. Also ich habe von vielen gelesen, dass der Legi-Dungeon teurer geworden ist. Was man dazu sagen muss, es gibt weniger Epics. Ich meine, das ist jetzt ein Run. Ja, wir gucken uns jetzt mal an. Achso, nee, ich muss ja erst noch sterben.
Also, stimmt, ich muss ja nochmal Pilze ausgeben, weil ich ja noch sterben muss. Und ich muss, warte mal, wie viel Prozent brauchen wir? Ne, es ist egal, weil es wäre jetzt, macht keinen Sinn, jetzt 20% hochzunehmen. Also bin ich bei sogar 500 Pilzen, die ich ausgegeben habe. Uff. Na, okay. Also, man muss halt schon sagen, entweder sie waren halt vorher zu günstig, ja, die Legi-Dungeons. Der erste war ja mega günstig. Dann hatten sie halt dieses erste, zweite Mal 20% Aufladen für weniger Pilze eingeführt. Er wirkt jetzt teurer und man kriegt da trotzdem weniger Epics. Das ist auf jeden Fall für die Pilzer schon auch nochmal eine schwierigere Gelegenheit. Natürlich kann man sagen, man muss es ja nicht machen, ne? Wiederum kann ich das aber auch verstehen, weil ich tatsächlich ja auch auf S41 gesagt habe, naja, brauchen wir kein Epic-Event mehr spielen. Wir spielen einfach Legi-Dungeon und haben halt genügend Epics. Ja. Und ne, es hat eigentlich auch immer ganz gut gepasst. Man hat so viele Epics bekommen, dass man auch gute Epics dabei hatte oder dass die halt auch die richtigen Slots hatten, die richtigen Werte, in Edelstein sogar manchmal drin. Vielleicht sogar die richtige Rune. Deshalb kann ich verstehen, dass der Legi Dungeon schon teurer geworden ist, um vielleicht das Epic-Event selber wieder ein bisschen schmackhafter zu machen. Ja, also das muss man immer bedenken, wenn man sich jetzt quasi aufregen will, dass der Legi Dungeon halt teurer ist. Aber das ist so jetzt mein erster Eindruck nach der ersten Runde. Wir wollen jetzt mal gucken, was wir bekommen, aber man darf auf jeden Fall das Design und alles, die Grafiken, also das ist wirklich sehr, sehr geil gemacht. Okay, wir haben 50%. Naja. So, das ist gleich geblieben. Es wäre natürlich jetzt mega fett, wenn wir die Waffe kriegen. Wir kriegen Icarus Flügel. Das sieht aus wie ein Torso. Würde ich jetzt sagen, dass das ein Torso ist. Ja, ist auch ein Torso. 689 zu 658. Das ist okay. Nehme ich mit. Ballern wir auch gleich mal rein. Für den Legi Dungeon ist es zwar jetzt wurscht, aber dann kann ich das Epic morgen in die Toilette werfen und dann, beziehungsweise, nee. Wir nehmen mal das hier. Kann ich das in die Toilette werfen und mir die Kristalle wiederholen dann? Und hier müssen wir natürlich erstmal attributieren, ja. Wie oft habe ich das attributiert gehabt? 10-mal? Das andere war weniger. 7-mal. Okay, dann machen wir auch erstmal 7-mal Upgrade. 10-mal wäre drin von den Kristallen her. Ach komm, ballern mal 10-mal. Let's go. Von nix kommt nix. Ah, okay. Ich habe irgendeine Waffe noch nicht dabei gehabt. Okay, gut. Gut zu wissen. Hier auch. Guck mal. Aha. Okay, also Schattendungeon kann ich noch mal probieren. Demnächst hier. Ne, das brauchen wir nicht. Das passt. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Im Dungeon, im Legi-Dungeon. Machen wir gleich mal den zweiten Versuch, um zu gucken, wie sich das Verhältnis ergibt. Also ich bin eigentlich schon jemand, der immer trotzdem gerne Keys farmen will. Let's go. Ja. Sacrificial Door. Mhm. Gut, muss man auch sagen, Sacrificial Door und Cursed Door sind sicherlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja. Ja. Okay. Das ist natürlich ein Raum, den man gerne etwas später bekommen würde. Aber halt auch alles ein bisschen random, ja. So. Aha. Oh, was war denn das gewesen? Nein, Schere, Stein, Papier. Ich glaube, hier kann man nur verlieren, oder? Ach nee, man kann auch gewinnen. Oh, und gleich ein Epic bekommen. Okay. This on the next 8 Traps. Schmackhaft.
Ja, okay, jetzt kriegen wir Holz. Holz brauche ich leider gar nicht auf dem Char. Ah, die mag ich nicht. Die haben meistens auch eine Lampe. Jawohl, collect only 50% Gold. Okay, damit kann ich leben, weil... Ach, Quatsch. Ah, das war jetzt dumm. Egal. Das ist eine Curse Door. Wollen wir es riskieren? Ja, natürlich vergiftet. Alles klar. Okay, dies hatte ich noch gar nicht. Das nehme ich jetzt einfach mit. Ich bin eh bald tot. Ah. Wow. Wir haben 9 Millionen Holz bekommen. Okay, das hat sich überhaupt gar nicht gelohnt, muss man mal so sagen. Gewinne ich den noch, den Fight? Oh, ich glaube ja. Nice, den Schlüssel haben wir noch mitgenommen. Wie ist denn das jetzt? Kriegt man, wenn man jetzt wieder stirbt, danach auch 20% Hitpoints? Vielleicht wäre es cleverer, das jetzt noch nicht mitzunehmen, oder? Ich guck's mir mal an. Ich schau mal, wie es ist. Ich schau mal, wie es einfach ist. Okay, sowas nimmt man auch mal mit. Also ich will halt lieber Schlüssel haben als Gold. Bin ich ganz ehrlich. Okay. Haben wir natürlich auch noch Lava. Also ich hatte beim letzten Mal überhaupt gar kein Blinding. Also nicht einmal solche Räume. Jetzt habe ich den schon 4-mal bekommen und das war nicht immer geil. Also manchmal war es geil, manchmal nicht. Ne? Also so ausgeglichen ist es auch. Und ich merke auch, ich kann ja gar nicht mehr dismanteln. Ich könnte mal was in die Toilette schmeißen. 640. Das ist ja alles. Das ist ja alles schlechter jetzt, ja, ne? 527, der schwarze Stein. Ich nehme ihn erstmal mit. Wir brauchen ein paar Inventarplätze. Also, deshalb, es lohnt sich für mich dann gar nicht, noch einen Run dann zu machen. Also, dann müsste ich schon den nächsten Tag wieder haben. Das war ja immer das Thema gewesen. 14 Millionen. Okay, das ist schon... Ah, wieder. Also wirklich krass. Curse Store? Nee. Wir können halt jetzt wirklich mehr Schlüssel farmen, weil die Gegner ja weniger Schaden machen. Deshalb überlege ich wirklich, ob das nicht cleverer ist, die 20% erst später zu nehmen, ja. So, wir werden jetzt gleich sterben. Nein, natürlich. Da will ich einmal flüchten und dann klappt es nicht. So. Gut. Das ist okay. Was haben wir jetzt? Blood Drop of Sacrifice. Reduce the damage from sacrifice doors by 20%. Sacrificial Chest hat man auch. Habe ich ja auch noch gar nicht gehabt. Bin ich halt irgendwie Quatsch. Also das ist so selten, dass wir die haben. Klar, dahinter ist halt kein Monster wahrscheinlich, aber... Virus contain only blessing. Traps inflict curses. Haben Fallen nicht auch schon vorher Curses verursacht? Oder geht es jetzt darum, dass alle Fallen Curses verursachen? Den hatte ich noch gar nicht verstanden. Das Barrels only blessings contain könnte ganz nice sein. Weil hin und wieder kriegt man sowas ja. Hier, und den hatte ich auch schon mal zur Auswahl. Increase the chance of a blessing from chests, crates and corpse by 20%. More mysterious rooms appear. Ja, was sind jetzt mysterious rooms, ja? Ist das, was ich jetzt schon hatte? Weil das klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Und Blessings zu bekommen ist nicht schlecht. Und hier haben wir halt nur die
Barrels? Ich habe mehr Angst vor den Cursen bei Fallen als vor den Mysterious Rooms. Also. Deshalb denke ich, nehme ich mal das mit. Mann, ich denke immer, mein Handy vibriert, weil immer so eine komische Geschichte hier kommt, ne? Also was das betrifft, muss ich wirklich sagen, das ist interessant, weil wenn man es halt auch viel spielt, blöd ist nur, wenn sie das beim nächsten Mal wieder ändern, bringt es halt wieder gar nichts. So, jetzt gucken wir mal, wie viel Damage wir bekommen. Okay, 20. Okay, nice. Wir haben increases the chance of a blessing from chests, crates and corpse. Ach so, es geht nicht um Fights. Ah, ich dachte, es ging um Fights. Ja, okay, alles klar. Was haben wir jetzt bekommen? Flüchten können wir nicht. Okay, will ich jetzt auch noch gar nicht. Mysterious Room. Das kann heiß sein. Okay. Geht jetzt nur noch in die Fights. Alles andere bringt nichts. Ja, hau mir alles rein. Oh, aber noch wenigstens Dings bekommen hier. Naja, das ist auch Pest und Cholera jetzt hier. ...17 Schlüssel, also... Oh. Okay, jetzt überlege ich, habe halt 19 Schlüssel schon. Ich nehme eigentlich immer gerne One-Hit-Wonder, aber vielleicht nehme ich jetzt auch lieber Heilung mit. Das zum Beispiel. Mhm. Ist eigentlich auch nicht so schlecht, ja. So, okay. Das war jetzt ein Chest. Gilt das jetzt dafür? Ja, okay. Hier hätte ich jetzt ein Blessing kriegen können. Wäre natürlich nice gewesen. Perfekt. Wir müssen nochmal Damage machen. Wir kriegen nämlich Heilung. Ah, okay. Sind das auch Mysterious Rooms, Cursed Doors? Weil wenn das wirklich der Fall ist, dann ist das doch nicht so eine nice Stone-Variante, ja, muss man so sagen. Ich sehe mich jetzt schon, tatsächlich, dass ich nochmal Pilze ausgeben muss, bevor ich zum Ende komme. Ah, hier könnte Blessing jetzt sein. Ah, ist nicht. Oh, Bruder, was mache ich? Was mache ich? Es kann was Geiles sein. Ich hatte jetzt oft Pech gehabt. Was ist denn das? At an auction house, they said, for the goods of the players, they said. Ist es neu? Okay, ich habe ein BH bekommen, nice. Okay, ich glaube, ich sollte jetzt in diesem Bereich nicht mehr auf die Dinger gehen hier. Boah, was? Enemy steals more damage. Okay, nee, dann. Aber, ach so, ja, genau. Was ich glaube ich auch noch sagen wollte, ich glaube, man kriegt mehr Gold dafür. Weniger Epics, dafür mehr Gold. Das kann ja eigentlich auch nicht so schlecht sein, teilweise. Disarm the next 8 traps. Backpack ist full. Ja, das ist auch ein bisschen doof. Ich glaube, ich sollte dann nach diesem Legi-Dungeon auch mal anfangen, wieder meine Festung hier im Bereich der Schatzkammer auszubauen. Aber ich wollte halt gerne die Gem Mine auf Level 25 haben. Jetzt habe ich halt die Akademie gestartet gehabt. Also das werde ich wahrscheinlich auch nicht schaffen. Gut, jetzt können wir den hier schlagen. Oh, was? Zählt das auch? Nee. Nee, das hat nicht gezählt. Das sah nur so aus. Treasure of the Hero. Reduce the damage dealt by monster by 20%. Reduce the chance of finding items by 25%. Reduce damage?
Klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Die Frage ist wieder, was sind Items? Also geht es um normale. Eigentlich würde ich jetzt denken, es geht nur um Rüstung, also normale Items und Epics. Nicht um Blessings und Curses. Aber 20% weniger Schaden kann den einen oder anderen Pilz sparen, ja. Here mysterious rooms appear. Increase the chance of stronger curses by. Okay, also anscheinend. Ja, das wäre jetzt richtig dumm, das zu nehmen. Das würde. Also, dumm wäre es nicht. Es würde das egalisieren eher, aber man weiß ja auch nicht, wie viel. Ja, für Sacrifice Doors and Behind Sacrifice, there's almost a bronze silver or epic chest. Dafür, oh, hier wäre die Flucht. Also, Flucht 30% mehr Damage. Boah, weiß nicht. Also, am besten finde ich eigentlich das so jetzt grob gesehen, aber ich weiß nicht, ob das in Kombination mit dem halt sinnvoller wäre. Boah, ich nehme aber erstmal das. Mir das an. So, vielleicht habe ich Glück, dass ich jetzt noch durch eine Falle kommen muss. Na, okay. Zack. Also flüchten. Also ohne der Flüchtung. Ich habe es ein- oder zweimal geschafft in der ersten. Ich finde das echt. Okay. Wir haben immer noch die 20% Variation. Ah ja, okay. Jetzt habe ich eigentlich eine höhere Chance auf ein. Auf ein Blessing. Und was kriege ich? Ich kriege einen Curse. Nice, Leute. Nice. RNG-Faktor. At its best. 16 Millionen Damage nur? Ist auch nicht viel. Okay, ich habe den gleichen Curse jetzt bekommen. Wunderschön. Was macht der hier? Enemy. Ach, das ist der Gegenteil. Enemy ist 50%. Geil, ich kriege ja nicht genug Curses in dieser Runde. Nehme ich noch mehr Curses. Ja, jetzt Traps kann ich jetzt nicht mehr. Oh, mein Backpack ist schon wieder voll. Wieso? Was habe ich eigentlich für Epic bekommen? Doof? Weiß gar nicht. Weiß es gar nicht. Ach, ich kann ja gar nicht flüchten. Ah, geh mal rein in die Fights. Oh, schön. Ein Blessing bekommen. Heilung. 15 Räume muss ich noch durchgehen. Das ist. Okay. Jetzt würde ich eigentlich wieder gerne die Heilung mitnehmen. 50% jetzt instant will ich eigentlich nicht machen. Ich will wieder diese Geschichte. Ich fand das ganz nice. Das kann man halt auch machen, aber doof ist halt, wenn man gecursed wird oder so. Ich habe ja eigentlich relativ viele Schlüssel mittlerweile. Heal 10% Hitpoints per Room for 3 Rooms. Ja, ich will gerne das Doppelte haben. Ich möchte gerne bitte Doppelte haben, ja. Läuft. Das läuft. Nice, da ist er. Ah, wir kriegen nämlich mehr Heilung, als dass wir Damage kassieren. Okay. Sei denn, man steht in der Falle. Das ist schon wieder egalisiert. Wir haben 17 Schlüssel. Also wenn 17 Schlüssel dann nicht hier ausreichen, um weiterzukommen, weiß ich auch nicht. Ich kann einfach nicht flüchten. Es ist so belastend. Boah, ich weiß nicht.
Oh. Oh, super. Sehr stark. Okay. Ist natürlich auch nice, dass ich wirklich jetzt das Glück hatte, das beste Blessing zu bekommen, ja. Damit kommen wir auf jeden Fall zum Endboss. Und ich kann es mir leisten, hier auch noch Leute anzugreifen, ja. Weil ich kann ja also ich würde sonst zu viel verlieren. Wir kriegen auch viele Schlüssel, ist geil. Ist eigentlich echt nice. So, jetzt bin ich full. Ja. Ich nehme den Schaden nochmal mit. Kriegen wir wieder die Heilung. Jetzt vielleicht einmal. Ja. Super, da haben wir alte Glücks-Epic-Schuhe bekommen. Was haben wir jetzt? Pebble of the Seed. Reduce the damage dealt by monsters by 20%. Okay. There may be monsters behind locked doors. Okay, das ist ein anderer Stein als der, den wir vorhin hatten. Aber wir hätten die Gefahr, behind locked doors auf Monster zu stoßen. Das wäre halt auch richtig doof. Ich habe ja immerhin 19 Schlüssel. Reduce the damage from the failed escape attempt by 20%. 20% Chance auf a curse after successful escape. Boah, das ist fies. Chance of Epic Doors. Also, ich will ja auf die Schlüssel gehen, deshalb nehme ich jetzt das mit. Also, den Vorteil finde ich nice, aber ich finde den Nachteil sehr fies. Wirklich sehr fies. Aber gut, wie selten ist eine Flucht successful, ja. Also, haben wir ja gesehen, wie oft konnte ich flüchten, ohne Damage zu kassieren in diesem Run. Plus fast einmal im normalen Run davor. Also, ich denke mal, der Nachteil hat sich dadurch schon selber wieder egalisiert. Boah, super. Das ist natürlich perfekt da. Hm, 50% weniger Gold, damit kann ich noch leben. Oh, nice. Wiederum. Was war jetzt los? 10% Hitpoints zu healen wäre eigentlich praktisch, da nochmal einen Fight zu nehmen. Ist zwar nicht ganz der Damage, aber immerhin haben wir nochmal einen Schlüssel bekommen dadurch. Wir können uns jetzt fast durchschlüsseln, ja, also. Ich könnte flüchten, Leute. Mann, jetzt kriege ich keine... Okay. Nehme ich das mit? Aber Gott sei Dank vergiften. Also früher hatte ich immer das Problem, dass ich immer gefühlt vergiftet wurde. Das ist jetzt nicht passiert. Was haben wir denn hier schon wieder? Mesh. Ah. Nein, ich habe mich verdrückt. Hallo. Bitte flüchten. Oh, Glück gehabt. Ich habe mich einfach verdrückt, Mann. Oh, was jetzt? Okay, na gut, das brauche ich nicht. Jetzt bin ich vergiftet worden, weil ich flüchten konnte. Ich krieg halt keine Chance, meine Schlüssel zu nutzen, ne? Scheiße. Oh nein, jetzt ein Heilungsdings wäre halt nice gewesen. Jetzt habe ich den. Ich muss wahrscheinlich. Ja, ich muss einmal auf jeden Fall nochmal. Shit, ey. Uff. Zwei Schüsse bekommen. Okay, das ist ja auch eine starke Kombi. Das ist aber das One and Wonder
Macht es mir möglich, dass ich vielleicht... Ja, Traps kann die auch noch killen. Jetzt bräuchte ich 2 Räume Glück, dass ich keinen Schaden kriege. Ich muss zwar noch einmal Pilze ausgeben, aber... oh nein! Oh, kann ich flüchten? Lull. WTF. Ah, das war knapp. Das war knapp. Also, bevor wir uns jetzt angucken, was das für ein Legendary-Item war, das Fazit zu dieser Runde ist, ich hatte wirklich sehr viel Glück. Ja, wir haben 214.000 Gold bekommen, das ist auf jeden Fall mehr. Ich habe auch im ersten Run ähnlich viel Gold bekommen als sonst. Wir haben 4 Epics bekommen, ja, sonst waren es halt 5 bis 7 meistens, ne? Ich habe jetzt knapp 270, 80 Pilze ausgegeben. Also ich hatte wirklich viel Glück. Ich hatte Glück, dass ich halt diese One-Hit-Wonder bekommen habe und natürlich den Heilungsbond in dem Barrel. Und dass ich selten vergiftet wurde. Das war auf jeden Fall gut. Das könnte natürlich an dem Stein gelegen haben mit den erhöhten 20% Chancen. Ich habe viel zu viel Schlüssel übrig gehabt. Das heißt, wenn man diese Taktik spielt, und man weiß es natürlich vorher nicht, ne? Die ersten 25 Räume nimmst du Schlüssel mit. Aber dann hätte man schon auch versuchen können, eher einen Schlüssel einzusetzen. Vielleicht wäre ich da noch günstiger gekommen. Aber ja, wir hatten den sehr günstigen Run, ohne dass die Fluchtchance erhöht war. Ja, das war gar nicht so schlecht. Und jetzt noch eine Waffe. Ah, nee, das ist ein Talisman. The Aurine. Sieht nice aus. Also, wie gesagt, über die Grafiken brauchen wir nicht zu sprechen. 689. Oh, hier habe ich den Legistein drin. Den werde ich dann einfach hier entfernen müssen. Und dann ballern wir ja auch 10-mal Attribute rein, ne? Würde ich mal sagen. Gut, dann ist es jetzt wahrscheinlich ohne Ankündigung einfach ein Video gewesen über den Legi Run, First Look und einen sehr krassen Run, sehr, sehr guten Run gehabt. Das dauert halt auch mega lange, ne? 30 Minuten. Aber ja, bin zufrieden. Mal gucken, ob es weiter so läuft, aber mache ich morgen wieder 2 oder 3 Runs und ja. Am Ende werden es wieder 8, 9 Runs bei mir gewesen sein, wahrscheinlich. Und eine Waffe wäre natürlich fesch. Aber was willst du machen? Kannst ja nichts erzwingen. Ne? Wenn es euch gefallen hat, zeigt mir gerne einen Daumen nach oben, würde ich mich freuen. Oder rein, macht da Tschüss und Servus, euer Basti.